Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag, das ist der perfekte Tag. Hallo Leute und willkommen zu der Aprilwelle. Mein Name ist Julia und heute werde ich eure Moderatorin sein. In dieser Sendung werden wir mehr über die Ängste und Sorgen der Schüler sprechen und eine Psychologin wird Rat und Antworten geben. Wisst ihr nicht, wovon ich spreche? Dann sucht auf YouTube unsere vorherige Sendung. Was für ein interessantes Thema von Julia und Flavia. Aber wartet noch, das ist nicht alles. Wir werden mit Bogdan und Adela zurück in die Zeit wandern und uns an die besten deutschen Hits der 80er und 90er Jahre erinnern. Und los geht's nach folgendem Lied. Das ist der perfekte Tag. Wir alle wissen, wie problematisch die Jugend ist und in der letzten Sendung haben wir viel über die persönlichen Sorgen der Jugendlichen an der Schule gehört. Dafür hat uns die Psychologin Carmen Munteanu einige Tipps für die Überwindung und mögliche Lösungen für unsere Ängste gegeben. Wir hoffen, dass euch diese ein bisschen weiterhilft. Ein Beitrag von Julia und Flavia. In der letzten Sendung haben wir über Zukunftsängste gesprochen und ich habe euch versprochen, zu euren Sorgen eine Lösung zu finden. So gut wie ich kann. Deswegen habe ich für diese Sendung zusammen mit der Psychologin und Psychotherapeutin Carmen Munteanu gearbeitet. In dem Interview hat sie für eure Sorgen und Probleme sowohl konkrete Tipps als auch Ratschläge und Ermutigungen mitgeteilt. Also hört bis zum Ende, wenn ihr nach Hilfe sucht. Dazu habe ich für euch noch eine Überraschung vorbereitet. Nach der Umfrage habe ich festgestellt, dass sehr viele von euch ähnliche Sorgen haben, die man in 3 Kategorien einteilen kann. Angst vor der Uni- und Jobwahl, Angst vor dem Scheitern und Versagen und Angst vor dem Alleinesein. Ich habe die ersten 2 gruppiert und Frau Munteanu gebeten, ihren Eindruck darüber mitzuteilen. Sie erklärte mir, dass das Alter, in dem wir, die Jugendlichen, uns befinden, gleichzeitig sehr schön, aber wegen all der Fragen und Sorgen um unsere Zukunft auch sehr kompliziert sei. Ihrer Meinung nach seien diese Fragen verständlich oder sogar selbstverständlich. Sie gab uns 2 konkrete Tipps, um unseren Entscheidungsprozess, wenn es um die Jobwahl geht, leichter zu machen. Erstens können wir professionelle Karriereberatung ersuchen. Dadurch können wir alle unsere Fähigkeiten, Stärken und Begabungen entdecken. So kann man zumindest den Bereich erkennen, in dem man später gerne arbeiten würde. Das ist aber nicht genug, denn zweitens können wir direkt mit Personen sprechen, die diese Berufe ausüben, welche uns besonders interessieren. Eine Idee wäre sogar, Experten in diesen Bereichen in die Schule für verschiedene Vorträge und Diskussionen einzuladen. Und drittens können wir versuchen, ein Praktikum in einem Bereich, der uns interessiert, für eine bestimmte Zeitspanne durchzuführen. Was aber Frau Munteanu sehr Interessantes und Wichtiges sagte, ist, dass wir eigentlich nicht bestimmen können, in welchem Bereich wir für den Rest unseres Lebens arbeiten werden. Apoi, o altă direcție sau ce ar fi bine să știți este faptul că... Es ist für euch als Jugendliche schwer zu sagen, welchen konkreten Beruf ihr über eine lange Zeitspanne ausüben werdet. Das ist so, weil sich in unserer Zeit alles sehr schnell ändert. Vor allem auf dem Arbeitsmarkt gibt es immer wieder ziemlich große Veränderungen. Es ist gut, darauf vorbereitet zu sein, jederzeit den Job wechseln zu können. Ihr solltet zur Reorientierung bereit sein und die Fähigkeit haben, euch an neue Bedingungen anzupassen, je nachdem, welche neuen Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt erscheinen. Es gibt Jobs, von denen wir nicht wissen, ob sie in 10 Jahren noch existieren werden. Aber es gibt auch solche, von deren Erscheinen wir in 10 Jahren überrascht sein werden. Deswegen ist es unwahrscheinlich, dass ihr euch schon ab jetzt perfekt darauf vorbereiten könnt. Dafür aber müssen wir zusammen mit unseren Eltern arbeiten können, als ein Team, so Carmen Munteanu. Aber beispielsweise durch Gespräche mit euren Eltern könnt ihr oft herausfinden, was ihr auf lange Sicht mit eurem Leben anfangen wollt. Manchmal ist es leider so, dass die Eltern für einen entscheiden. Vor allem in den Fällen, in denen ihr nicht mit dieser Entscheidung einverstanden seid, solltet ihr mit euren Eltern diskutieren. Die Gespräche sollten dabei so offen und ehrlich wie möglich geführt werden. So werden sie für euch auch nützlich und ertragreich sein. Ebenfalls ganz nützlich für euch und für eure Eltern kann eine Fachberatung sein. Etwas anderes, was sie gesagt hat und mich beeindruckt hat, ist das sogenannte Grid-Konzept. In den letzten
letzten Jahren seien Studien durchgeführt worden. Auf Basis dieser behauptet das Grid-Konzept, was zu unserem Erfolg am meisten beiträgt im Leben, sind nicht so sehr die Fähigkeiten oder ein hoher IQ, sondern die Leidenschaft, auf lange Sicht die Entwicklung eines Ziels verfolgen zu wollen und unser Durchhaltevermögen. Deci e greu să avem succes, indiferent de cât de... Ganz gleich, wie groß unsere Begabung und wie ausgeprägt unsere Fähigkeiten sind. Es ist schwer, erfolgreich zu sein, wenn wir nicht ständig determiniert und fokussiert unsere Ziele in einem bestimmten Bereich verfolgen. Und zwar ohne über jedes noch so kleine Hindernis zu stolpern. Piedică pe care o putem avea. Allerdings sei dieses Konzept nicht nur darauf begrenzt. Wichtig seien auch die Gewissenhaftigkeit und der Mut, weil man viel Mut brauche, um die eigenen Ziele immer weiter verfolgen zu können. Als nächstes haben wir das Thema des Alleineseins behandelt. Was man sich merken sollte ist, dass wir alle schon die Fähigkeit besitzen, Freundschaften zu schließen, weil wir dies ja bis jetzt schon geübt haben und bereits enge Freunde gewonnen haben. Diese Fähigkeit wird nicht verschwinden, wenn wir in einem fremden Land oder in einer fremden Stadt leben werden. Apare o schimbare și în viața noastră de-a lungul vieții noastre vom avea mai multe etape prin care vom trece și fiecare etapă. Während unseres ganzen Lebens werden es mehrere Etappen sein, die wir durchleben werden, und jede Etappe wird neue Herausforderungen mit sich bringen. Jede Etappe wird eine Veränderung sein, während der wir etwas verlieren werden, was wir hatten, und etwas Neues bekommen werden, das wir noch nicht kennen. Es ist normal, dass als Folge Sorgen entstehen und dass ihr euch Fragen stellt wie wird es sein und wird es zumindest so gut wie bisher sein? Aber all das gehört zum natürlichen Lebensprozess. Wir entwickeln uns. Die wir heute sind nicht dieselben Personen wie die wir vor 5 oder 10 Jahren waren. Ihr könnt beispielsweise an euch selbst denken. Vergleicht, wer ihr jetzt seid, damit, wer ihr wart, als ihr die Schule begonnen habt, also in der 1. Klasse. Es ist ein Riesenunterschied und die Aspekte eures Lebens werden sich weiterentwickeln, sodass die Bedürfnisse, die ihr bezüglich eurer Freunde und Kollegen in der Zukunft habt, höchstwahrscheinlich anders sein werden als die ihr heute habt. Es werden Freunde sein, die zu euch stehen werden und mit denen ihr euch zusammen entwickeln werdet. Und es wird neue Freunde geben, die eure neuen Bedürfnisse erfüllen werden. In bestimmten Situationen wird es vielleicht schwerer sein, Verbindungen mit anderen Menschen zu schließen. Man muss sich an eine neue Kultur, an neue Sitten anpassen, wenn man in einem fremden Land studieren will. Wichtig ist aber, Hilfe zu suchen. Von Freunden, von der Familie oder auch Fachberatung. Also vielleicht ein Psychologe oder Psychotherapeut. Dies ist viel besser als Ängste und schlechte Gefühle anzusammeln. Egal, ob ihr hier oder anderswo sein werdet. Wenn ihr fühlt, dass Sachen in eurem Leben zu schwer für euch sind oder dass es schwer ist, mit dem Leben klarzukommen, dann sucht nach Hilfe. Sucht überall nach jemandem. Ein Fachmann wäre bei schweren Fällen zu empfehlen, der euch helfen kann, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Es ist viel schneller und sicherer auf diese Weise. Schlussfolgernd sagte Frau Munteanu, dass es keine generelle Lösung gibt. Aber și mai ales să-i felicit pe ei pentru că au răspuns acestei provocări și că au fost în număr atât de mare. Ich will unbedingt deine Kollegen dazu beglückwünschen, dass sie der Aufforderung nachgekommen sind, an diesem Projekt teilzunehmen. Dass ihre Anzahl so groß war, zeigt, dass diese Probleme für sie wirklich von Bedeutung sind und es zeigt auch einen bestimmten Reifegrad. Dies sind ganz natürliche Probleme für dieses Alter. Es ist aber auch sehr wichtig, dass sie wissen, dass es Lösungen für diese Probleme und Sorgen gibt. Auch wenn es keine allgemeine Lösung gibt, die für alle funktioniert, gibt es individuelle Lösungen angepasst an die Situation und an den Kontext für jeden von euch. Ich ermutige euch, nach diesen Lösungen zu suchen, wenn nötig zusammen mit anderen, nicht alleine. Wenn wir sehr besorgt sind, können wir die Lösungen oft nicht alleine finden. Deswegen brauchen wir manchmal Hilfe von anderen. ich hoffe, dass dieser Beitrag euch, wenn auch nur ein kleines bisschen, geholfen oder auch vielleicht mehr Mut gegeben hat. Wie versprochen, habe ich eine Überraschung für euch. Ich habe nicht nur Frau Munteanu von diesem Projekt erzählt, sondern auch dem berühmten Motivational Speaker und Bestseller-Autoren Tony Robbins eine Mail geschrieben und um seine Hilfe gebeten. Sein Team war so von euren Sorgen und Ängsten berührt, dass sie mir kostenlos eines seiner bedeutendsten Bücher geschickt haben. Awaken the Giant Within. How to take immediate control of your mental, emotional, physical and financial destiny. Wenn ihr das Buch kostenlos lesen wollt, schreibt uns eine Nachricht oder einen Kommentar auf unsere offizielle Instagram-Seite Jugendwelle Temeswar
und ich werde es euch schicken. Das vollständige Interview auf Rumänisch werden wir auf unseren YouTube-Kanal posten. Wenn euch diese 2 Beiträge gefallen haben und ihr eine Serie daraus haben wollt, hinterlasst uns einen Kommentar. Noch immer bräuchten wir einen Namen dafür. Ich erwarte eure Vorschläge. Bis bald, eure Flavia. Die 80er und 90er Jahre galten in der deutschen Musik als Jahrzehnte der klaren Fronten. Einen Grund für diese Trennung war der Kalte Krieg und die Teilung Deutschlands, welche die Menschen und die Musik stark beeinflussten. Im Folgenden werden euch Adela und Bogdan mehr über die einzelnen Stilrichtungen in der deutschen Musik und ihre Vertreter während dieser Zeit erzählen. Früher hatten sich die Stilrichtungen oft gegenseitig ergänzt und es gab Verbindungen und Überschneidungen. Aber während der 80er und 90er Jahre entstanden mehr und mehr Subkulturen mit gut abgetrennten Stilrichtungen. Metal und Punk beispielsweise grenzten sich von der Popmusik ab. Die Popmusik wurde von ihren Anhängern als eine schöne und anspruchsvolle Musik betrachtet. Für ihre Gegner dagegen galt sie als kommerziell und gekünstelt. Avantgardisten wie Kraftwerk verwendeten in ihren Liedern die ersten elektronischen Musikinstrumente und bildeten die Grundlage für spätere Musikrichtungen wie Techno, Elektropop oder auch Hip-Hop. Die Band gilt dadurch als extrem einflussreich. Kraftwerk wurde in Düsseldorf von Ralf Hütter und Florian Schneider gegründet und einer ihrer Hits, das Model, aus dem Jahr 1978 wird unser heutiges musikalisches Throwback eröffnen. Deutsche Bands, die in den 80er und 90er Jahren Pop sangen, taten dies oft nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, weshalb viele dieser Bands heutzutage auch immer noch für englische Bands gehalten werden. Zu ihnen zählen zum Beispiel Alphaville, Snap oder Modern Talking. Auf der anderen Seite gab es nicht nur Pop oder elektronische Musik wie die von Kraftwerk, sondern auch Rock und Metal, der von seinen Fans als unabhängig und reell betrachtet wurde, da die Bands ihre Stücke im Gegensatz zu vielen Popbands selbst verfassten und sie geschickt instrumentell interpretierten. Die Verächter nannten Metal eine laute und unerträgliche Musik. Eine Entwicklung der deutschen Rockmusik wurde Krautrock genannt. Zu ihnen zählten Bands wie Ken oder Tangerine Dream, die ebenfalls auf Englisch sangen. Andere Bands wie Ashra Temple verzichteten gänzlich auf Text. Erst später kamen mit Gruppen wie Steine Scherben auch vermehrt deutschsprachige Rockbands dazu. Zu Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre entstand dann die sogenannte Neue Deutsche Welle, die deutschsprachige Variante des Punkrocks und des New Waves aus England und Amerika. Zum ersten Mal benutzte diesen Begriff Alfred Hilsberg, ein Journalist von dem westdeutschen Musikmagazin Sounds, in seiner dreiteiligen Artikelserie Neue Deutsche Welt aus grauer Städte Mauern. Zuerst war diese Art von Musik eine Untergrundmusik, also eine unkommerzielle Musik mit einer originellen Formensprache. Die Hauptstadt dieser Stilrichtung wurde Westberlin. Mit der Zeit aber wurden die vertretenden Bands immer erfolgreicher, sodass ihre Musik breiter vermarktet wurde. Die Urheber dieser Bewegung wollten die Kommerzialisierung der Musik vermeiden und deshalb löste sich die Neue Deutsche Welle irgendwann auf. Trotzdem hatten die Interpreten dieser Stilrichtung viel Erfolg, wie zum Beispiel Trio mit dem Hit Da 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 oder Nena mit der Single 99 Luftballons. Als Hintergrund hat das Lied 99 Luftballons die letzte Phase des Kalten Krieges während der 1980er Jahre in Deutschland, in der man einen Atomkrieg befürchtete. Die Idee zum Liedtext kam dem Bandgitarristen Carlo Carges bei einem Rolling Stones Konzert in Westberlin, als er beobachtete, wie man eine große Menge bunter Ballons in den Himmel aufsteigen ließ. Carges fragte sich, was wohl geschehen würde, wenn die Ballons über die Grenze nach Ostberlin treiben und dort eine paranoide Reaktion auslösen würden.
Auch die Rockband Scorpions, die aus Hannover stammen, beziehen sich in dem Lied Wind of Change auf den Kalten Krieg und auf eine eventuelle Verständigung zwischen Ost- und Westdeutschland. Das Lied wurde sogar als eine Hymne der Wende betrachtet. So war die Musik für Deutschland oft auch eine Art, der harten Wahrheit zu trotzen und die Schwierigkeiten der Zeit zu überstehen, und gleichzeitig beeinflusste sie mit ihrer Mobilisierung von Menschen auf beiden Seiten der Grenze indirekt auch den Fall des Eisernen Vorhangs. Unser musikalischer Vortrag ist jetzt zu Ende. Zum Schluss lassen wir euch aber noch Nenas 99 Luftballons genießen. Unsere Jugendwelle ist nun leider zu Ende. Aber bis zum nächsten Mal könnt ihr uns auf Facebook unter Jugendwelle Temesvar besuchen und uns natürlich auch über unseren Instagram-Kanal folgen. Wir würden gerne Ideen oder Feedback von euch hören. Bis bald, eure Julia. Das ist die perfekte Welle. Jugendwelle.